Wir stehen vor der globalen Herausforderung, ein Ernährungssystem zu gestalten, das sowohl unsere planetaren Grenzen respektiert, als auch eine ausgewogene und ausreichende Ernährung für alle Menschen ermöglicht. Wenn wir von Ernährungssystem sprechen, dann meinen wir alle Elemente, die mit Ernährung und der Produktion von Nahrung zu tun haben. Das schließt ein, einerseits, was wir essen, weiter, wie wir weltweit Landwirtschaft betreiben, aber auch, wie Agrargüter gehandelt werden, wie sie verarbeitet werden und wichtig auch, zu welchem Preis. Die Folgen von nicht nachhaltigen Produktionsweisen, Marktbedingungen und Handelsregeln sind hohe Treibhausgasemissionen, schwindende Agrobiodiversität, reduzierte Bodenfruchtbarkeit und eine falsche Ernährung. In der Schweiz wie auch weltweit. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen vieler Menschen, die im Ernährungssektor arbeiten, prekär und gesundheitsgefährdend. Und die Gewinne entlang der Wertschöpfungskette sind ungleich verteilt. Auch in der Schweiz zeigen sich negative Auswirkungen. Einerseits verfehlt die Schweiz momentan noch einen großen Teil der selbst gesteckten Umweltziele in der Landwirtschaft. Andererseits sind über 40% der Bevölkerung von Übergewicht betroffen. Die Forschung ist sich heute weitgehend einig, dass wir unsere Ernährungssysteme tiefgreifend umgestalten müssen. Und im Rahmen des NFP 73 haben 6 Projekte zu der Frage geforscht, wie der Wandel zum nachhaltigen Ernährungssystem gelingen kann. Einig ist sich die Forschung weitgehend zu den folgenden Punkten. Erstens, dass unser Ernährungssystem mehr Vielfalt und weniger Uniformität braucht. Zweitens, dass lokale Ernährungssysteme weltweit miteinander verbunden sind und wir eine globale Perspektive einnehmen müssen. Drittens, dass Veränderungen systemisch und ganzheitlich angegangen werden müssen. Und viertens, dass der Wandel tiefgreifend sein muss. Das bedeutet, dass es neue staatliche Rahmenbedingungen braucht, um positive Transformationsanreize zu stärken, Fehlanreize zu beseitigen und Ausgleichsmaßnahmen zu entwickeln. Vielfalt anstatt Uniformität bedeutet, dass es eine weitreichende Transformation unseres Ernährungssystems braucht, hin zu mehr Diversität. Und zwar in den Landschaften, auf den landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch in den Märkten und bei deren Akteuren und auf unseren Tellern. Wenn wir die Durchschnittsdiät in der Schweiz gemäß den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung gestalten würden, wäre der ökologische Fußabdruck 36% geringer und die nahrungsbedingten Gesundheitsschäden um 2,7% tiefer. Zudem würden wir ungefähr 1/3 der Ausgaben sparen. Lebensmittel tierischen Ursprungs haben einen viel größeren ökologischen Fußabdruck als Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs. Wir sprechen da um den Faktor 4 oder 5 ungefähr. Und das muss sowohl die Agrarpolitik als auch die Handelspolitik beachten und diese Externalitäten internalisieren. In unserem Projekt haben wir am Beispiel Kakao untersucht, wie Unternehmen ihre internationalen Lieferketten nachhaltiger gestalten können. Es ist insbesondere wichtig, die Bedürfnisse und die Perspektive der Kleinbauern zu berücksichtigen, damit die Maßnahmen auch umsetzen können. Und wichtig ist auch, dass sich Nachhaltigkeitsmaßnahmen eben lohnen. Und hier ist es eben auch wichtig, die Rolle des Staates nicht zu vergessen, denn der Staat kann die Rahmenbedingungen auch so setzen, dass Anreize für nachhaltigere Produktion geschaffen werden. Es ist wichtig, dass wir weniger im Entweder-oder und mehr im Sowohl als auch denken. Wir können die Handelsregeln viel nuancierter als heute ausgestalten. Und zwar so, dass wir Prozesse im Inland und auch im Ausland in unseren Partnerländern unterstützen, die nachhaltig sind. Wir haben in unserem Forschungsprojekt ganz konkret aufgezeigt, wie man das machen könnte, und zwar in Form eines hypothetischen Bundesgesetzes über nachhaltigen Agrarhandel. Wir konnten aufzeigen, dass Betriebe, die ökologisch gut abschneiden, im Durchschnitt auch profitabler sind. Es gibt aber große Unterschiede zwischen den Betrieben und daher ein großes Potenzial zur Optimierung bezüglich Umwelt und Wirtschaft. Die Herausforderungen unterscheiden sich je nach Produktgruppe und daher sollten Anreize gezielt darauf ausgerichtet werden.
Alle Projekte sind sich einig, dass es ein klares politisches Bekenntnis braucht, um die Umgestaltung unseres Ernährungssystems zu erreichen. Auch eine Überprüfung der bestehenden Anreizinstrumente sowie eine Anpassungsstrategie für die nächsten 20 Jahre sind nötig. Den Wandel hin zu einem ressourceneffizienteren, gesünderen und gerechteren Ernährungssystem betrifft uns alle und muss von allen Betroffenen mitgetragen werden. Gemeinsam müssen wir Wege aufzeigen, die für alle gangbar sind. Die Ergebnisse der NFP73-Projekte können hier einen wichtigen Beitrag leisten und künftige Forschung kann darauf aufbauen. Zusammen können wir so den Transformationsprozess zu einem nachhaltigen Ernährungssystem gestalten.